Hallo, ich bin die Katrin Lang. Ich komme aus Baden und ich habe am Weincampus in Neustadt das duale Studium Weinbau und Önologie gemacht und war von 2019 bis 2022 am Campus. Wir haben hobbymäßig Weinbau bei uns in der Familie und ich bin da von Kind auf mit an dran gewachsen, war immer mit in den Weinbergen dabei. Unsere Gemeinde ist auch eine Weinbaugemeinde, also sind wir da mit dem Thema schon sehr eng verwandelt. Ich habe für mich aber nach dem Abitur beschlossen, ich möchte das wirklich auch zu meinem Beruf machen und alles rund ums Thema Weinbau und Önologie lernen und habe mich deshalb dann auch fürs Studium entschieden. Also mein Berufsalltag hat eigentlich gar keine Routine. Als deutsche Weinkönigin darf ich alle 13 deutschen Anbaugebiete vertreten, im Inland und im Ausland. Also habe ich so eine Botschafterrolle. Ich bin sehr viel unterwegs auf Messen, verschiedene Veranstaltungen, Weinproben um die deutsche Weinkultur und um den deutschen Weinbau und ja, diese ganze Tradition, die damit zusammenhängt, auch den Leuten näher zu bringen, mit Politikern im Gespräch zu sein. Und da muss ich ehrlich sagen, ist man sehr flexibel unterwegs. Also einen richtigen Alltag habe ich nicht mehr. Ich mache das als Ehrenamt, aber es ist natürlich ein Fulltime-Job, da man wirklich da mit Herzblut und Leidenschaft dabei sein möchte auch. Und diese Botschafterrolle macht wirklich extrem viel Spaß. Also es ist toll, dass man sich für den ganzen Weinbau in Deutschland einsetzen kann, ja. Also während dem Studium war ich badische Weinkönigin, also für mein Gebiet quasi zuständig als Botschafterin. Und das habe ich während dem Studium gemacht. Nach dem Studium war dann aber auch klar, dass es weitergeht eben zur deutschen Weinkönigin. Ich habe trotzdem den Start ins Berufsleben gewagt und habe dann bei meinem Kooperationsbetrieb angefangen zu arbeiten. Im Herbst sie noch unterstützt und geholfen und pausiere da jetzt gerade, weil das nicht wirklich gut vereinbar ist, einen Beruf zu haben, Verantwortung im Betrieb zu übernehmen und gleichzeitig die ganze Weinbaunation zu repräsentieren. Die Möglichkeiten, die man hat einfach. Ich finde, Önologie ist sowas Besonderes. Es ist nicht einfach aus den Trauben Wein machen, sondern man hat ganz viele kleine Stellschrauben, wo man sich ausprobieren kann, experimentieren kann, um dann am Ende ein ganz individuelles Produkt zu haben, wo es wahrscheinlich nicht nochmal genauso hinhauen wird. Und das fasziniert mich wirklich, dass man so viele Möglichkeiten hat, dass man da wirklich bis ins Detail gehen kann, diese Vielfalt wirklich ausprobieren kann. Und das ist so ein bisschen das, was mich immer wieder reizt, auch am Weinmachen, also an der Önologie, dass man Trauben hat und man vergärt sie auf 5 verschiedene Art und Weisen und hat dann ein ganz anderes Produkt. Und das ist, finde ich, der Reiz, das mich immer wieder packt, dann zu sagen, also machen wir weiter. Wir haben wahnsinnig viele Chancen, würde ich sagen, in der Weinbranche, weil wir schon generell sehr dynamisch unterwegs sind. Wir schauen immer in die Zukunft und haben da jetzt auch die große Chance, was zu entwickeln, uns vielleicht auch neu zu definieren. Gerade auch der Klimawandel ist, würde ich sagen, nicht unbedingt nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, da zukunftsweisend voranzugehen und auch den Weinbau ein bisschen innovativer und moderner auch gestalten zu können. Gerade auch der Generationswechsel, da merkt man einfach, bei uns in der Branche ist ein Umbruch irgendwo, ein Wandel, dass die junge Generation nachkommt mit ganz neuen Ideen, dass man da irgendwie die Tradition mit der Moderne auch verbinden kann, dass man es schafft, das naturbelassene Produkt aber auch innovativ und modern zu gestalten. Und ich glaube, da haben wir eine riesen Chance, die wir nutzen müssen und vor allen Dingen auch nutzen. Also das merkt man extrem, ja. Ganz klar das Familiäre. Also man ist da nicht irgendwie eine Nummer am Weincampus, sondern man ist die Person, die man ist. Man wird wahrgenommen als Studierender und vor allen Dingen auch ernst genommen, weil man dann Teil werden kann der Branche eben und da auch was bewegen kann. Der Praxisbezug super entscheidend, finde ich. Auch, dass wir mit den ganzen Forschungsinstituten zusammengearbeitet haben, dass man da am Puls der Zeit ist und nicht nur Weinbau als Tradition kennenlernt, wie man damals Wein gemacht hat, sondern was wir für Chancen jetzt haben, dass man das Innovative mitbekommt und da auch darauf vorbereitet wird, auch seinen Betrieb zu Hause oder seinen Kooperationsbetrieb ein bisschen weiter voranzubringen. Und ich glaube, das war das, was so der Campus ganz besonders macht. Das Familiäre, aber auch dieses Innovative und sehr einfach im Hier und Jetzt zu arbeiten. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, was mir echt gerne in Erinnerung bleibt, die Exkursion, die wir gemacht haben.
weil man da das nochmal alles anwenden kann, leben kann und diese Vielfalt, die wir in der Branche auch haben, von den Betrieben, aber auch von den Landschaften her, von den Regionen her, das wirklich auch live miterleben kann. Und das trotz Corona. Also der Weincampus hat es wirklich geschafft, dass wir nicht irgendwie in unserem Online-Seminaren stecken geblieben sind, sondern dass wir miteinander im Austausch geblieben sind und auch so viel wie möglich erleben konnten. Ja. Ja, also der Austausch untereinander ist schon sehr wichtig. Wir schaffen es noch nicht regelmäßig, uns zu treffen und auszutauschen. Aber auch die Prowein ist jetzt super gut gewesen, um sich miteinander ein bisschen wieder zu unterhalten und sich gegenseitig nochmal zu besuchen an den Ständen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie wir so in 5, 6 Jahren, wenn jeder seinen Berufsalltag gefunden hat, wie wir dann da miteinander in Austausch kommen wieder. Und es ist schon extrem wichtig. Und es ist, glaube ich, auch das Tolle gewesen, dass wir so eine familiäre Gruppe waren, dass man auch wirklich die Chance hat, in Kontakt zu bleiben und da auch über nicht nur Weinbau und Önologie sich auszutauschen, sondern einfach auch über das Leben und die Leidenschaft, die einen ja auch so oder so verbindet. Schon irgendwo, weil man ja auch immer noch sehr viel lernen kann. Also gerade diese Kontakte zu den Dozenten oder auch zu den Assistenten ist immer noch sehr wichtig, dass man da im Kontakt bleibt, sich vielleicht auch neue Infos holt, wie sich da was weiterentwickelt hat während dem Studium. Aber ich finde es auch super wichtig, die Veranstaltung noch zu besuchen. Also gerade der Campus Talk ist sowas, ich habe es noch nicht hingeschafft, aber ich werde es schaffen und euch da zu besuchen. Und gerade auch jetzt eben als deutsche Weinkönigin komme ich ja viel in andere Betriebe, lerne andere junge Menschen kennen, die sich der Weinbranche verschrieben haben. Und da frage ich auch immer gerne nach, wo sie studiert haben. Und ich habe schon sehr oft den Weincampus gehört. Das freut mich natürlich. Und auch Leute, die überlegen, sich der Weinbranche zu verschreiben oder sich mit dem Thema Weinbau, Önologie ein bisschen mehr zu beschäftigen, kann ich den Weincampus wirklich nur ans Herzen legen. Und das ist immer ganz schön. Also es ist nicht so, dass man Abschluss gemacht hat und mit der Uni gar keinen Kontakt mehr hat, sondern es sind immer mal wieder kleine Berührungspunkte, wo man sich gerne an die Studienzeit dann auch zurückerinnert. Also ich glaube, als Önologin muss man einerseits einen Weitblick haben, aber auch ein Auge fürs Detail, da man eigentlich nie stehen bleiben sollte. Man sollte sich immer weiterentwickeln, man sollte schauen, was rechts und links passiert von einem, daher der Weitblick. Das Auge fürs Detail, da man doch auch im Weinbau mit der Natur eben zusammenarbeitet. Man arbeitet in der Natur und muss da wirklich drauf achten, wie ist das Wetter, wie verändert sich das Klima, um da wirklich auch im Detail dann gesunde Trauben haben zu können, die man dann zu einem tollen Wein dann auch ausbauen kann. Von dem her Weitblick, aber auch Detail sehr wichtig und Flexibilität. Also man darf da nicht an seinen Routinen festhalten, sondern man muss auch mal ein bisschen flexibel sein, weg vom Weg vielleicht auch, mal was Steiniges, Holpriges ausprobieren, aber es lohnt sich immer wieder. Ja, und ich würde sagen, das lässt sich auch ganz gut auf das Amt als deutsche Weinkönigin übertragen. Flexibilität ist sehr wichtig. Offenheit für Neues, da man echt super viel kennenlernen darf, die Branche auch nochmal aus einer ganz anderen Blickwinkel neu kennenlernen kann, würde ich fast sagen. Das ist wirklich sehr schön und dann hat man eben auch wieder das Große und Ganze. Deutschland mit seinen 13 Anbaugebieten, aber auch jeder einzelne Betrieb, jeder Weinerzeuger ist wichtig, um dann das Große und Ganze schlussendlich zu haben. Ja. Also es lässt sich sehr gut miteinander verbinden und man findet viele, viele Parallelen. Ja.